ich habe 24 Stunden am Stück meditiert. Das ist passiert. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya. Hi, mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach und in diesem Video möchte ich mit dir über ein Selbstexperiment berichten, wo ich sehr lange am Stück meditiert habe und was dann geschehen ist. Und das, was dann geschehen ist, wirst du wirklich glauben, weil es so unglaublich war und wo sich das ganze Blatt gewendet hat. Ja. Ich würde sagen, wir starten direkt, und zwar habe ich vor kurzem ein Video produziert, wo ich gesagt habe, Meditation ist tot, und ich empfehle dort, ich rede dort darüber, dass man nicht meditieren soll, ja, angeblich. Ja. Und bevor wir sozusagen in diesen Erfahrungsbericht einsteigen, muss ich ein paar Sachen erklären, weil es gibt sehr viele Leute, die denken jetzt aufgrund des Videotitels, dass man nicht meditieren soll. Ja. Das sind die Leute, die sich das Video einfach nicht zu Ende angesehen haben oder nicht verstanden haben, worum es in dem Video tatsächlich ging. Ja. Ich habe nie gesagt, man soll nicht meditieren, sondern ich empfehle in dem Video, dass man anfängt, an seinen Programmen zu arbeiten, an seinen ganzen Zwiebelschalen, an seinen ganzen inneren Traumata, und dass dann Meditation noch effektiver ist. Ja, das heißt, du sollst nicht meditieren, sondern du kannst durchaus meditieren. Hilft ja natürlich, sich zu beruhigen, dass die Traumata und so weiter auch hochkommen. Ja? Und dann wird die Meditation effektiver sein als vorher. Ja? Darum ging es in dem Video. Ja? Nichtsdestotrotz, ja, empfehle ich auf jeden Fall zu meditieren, weil es einfach einen klaren Geist hervorruft, weil es einfach dich in einen Zustand bringt, wo du, wie ich in dem Video auch sagte, wo du nicht mehr im Schleudergang deiner Gedanken bist. Ja. Und nun starten wir mit dem Erfahrungsbericht. Wie du ja weißt, ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben experimentiert in Bezug auf Bewusstseinszustände, vor allem erweiterte Bewusstseinszustände, und Meditation war tatsächlich einer der Hauptansatzwege, wie man solche Zustände einleitet, bei mir zumindest. Und ich habe viel probiert, von Frequenzen, von Hypnosen, von alles Mögliche, und irgendwann kam ich auf die Idee, ein 24-Stunden-Experiment zu machen, wo ich einfach 24 Stunden durchgehend meditiere. Das nachzumachen ist nicht für jeden, weil man bedarf tatsächlich bei dieser Art von Meditation eine Art Vormeditation. Das heißt, du musst schon vorher regelmäßig meditieren, in mehreren Dosen am Tag. Dann musst du diese Meditation erhöhen, weil sonst wirst du einfach nach 2-3 Stunden sitzen, du musst dich bewegen und diese ganzen Sachen. Das heißt, es bedarf einer sehr, sehr guten Meditationspraxis und Routine und auch einer intensiven Praxis und Routine, dass man wirklich 24 Stunden am Stück meditieren kann. Ja, ja, und ich hatte zu dieser Zeit, das ist gar nicht so lang her, dieses Experiment, diese Voreinstellung. Natürlich habe ich mir jahrelang vorher viel meditiert, also für mich ist es kein Problem, mal viele Stunden am Stück zu meditieren. Ja. In dieser Zeit, als ich dieses Experiment gemacht habe, habe ich mich primär von Wasser ernährt und von Smoothies, was ich eigentlich, wenn ich allein zu Hause bin, fast immer mache. Also nicht durchgehend, aber ich mache das sehr oft tagelang und faste sozusagen. Habe ich in diesen 24 Stunden nichts gegessen. Ja. Weil wenn du nichts isst, dann bist du leichter im Körper und dann wirkt Meditation sowieso besser. Ja. Was ist dann passiert? Die ganze Sache ging in eine Art Vorbereitung. Ich habe dann immer entschieden, ab wie viel Uhr soll ich meditieren. Und das war bei mir direkt nach dem Aufstehen, so ab 9 Uhr. Und mein Ziel war sozusagen, bis 9 Uhr in der Früh zu meditieren.
Und ich habe mich einfach bei mir im Wohnzimmer hingelegt, beziehungsweise hingesetzt, in Meditationshaltung und habe dann angefangen einfach zu meditieren. Und wie man es so kennt von den typischen Standardmeditationen, man kommt in Trance hinein, man meditiert und meditiert. Ich habe immer grundsätzlich immer mir das automatisch angewöhnt, dass ich relativ flott in den Still State hineinkomme. Was bedeutet der Still State? Das ist der Zustand, wo du dich vom Körper abconnectest und vom kritischen Verstand und dann nochmal eine Etage tiefer gehst. Also die erste Phase in der Meditation ist immer, sich so zu entspannen, einen Bodycheck zu machen, so ähnlich wie man es von Gate 4 kennt, dass man einfach den Körper nicht mehr spürt, dass du meditierst und du weißt nicht mehr, sitzt du oder liegst du oder wo sind deine Hände. Ja? Und wenn man das gut trainiert hat, und ich habe das meine Astralreisen sehr, sehr gut trainiert, diesen Zustand, und kann das binnen weniger Sekunden einleiten. Das heißt, wenn ich da sitze, kann ich binnen weniger Sekunden mich in den Zustand bringen, dass ich einfach den Körper absolut nicht mehr spüre. Was natürlich eine super tolle Grundlage zur Meditation ist. Ja. Und ich habe mich selber in diesen Zustand gebracht, dass ich den Körper nicht spüre, und dann geht es nur noch darum, den kritischen Verstand zu deaktivieren. Da gibt es viele Methoden. Die wenigsten, also viele, die sich mit dem Körperentspannen beschäftigen, landen dann irgendwann beim kritischen Verstand und wissen nicht, wie sie den runterfahren können. Und das führt dazu, dass man so eine 24-Stunden-Meditation kaum durchziehen kann. Man hat ein ultimatives Kopfkino und denkt über alles Mögliche nach, aber das wird einem auch nicht viel weiterhelfen, weil man einfach Mindfuck macht. Und da wird nicht viel passieren im EEG. Also das Gehirnwellen werden selten von oberen Alpha ins untere und mittlere Theta hineinkommen. Ja. Man meditiert und meditiert, macht dann Methoden, um den kritischen Verstand runterzufahren. Also ich zum Beispiel persönlich habe eine Selbsthypnose dafür. Ich stelle mir so eine Tafel vor und sage mir vor, ich werde jetzt hier von 100 bis 0 runterzählen, und bei jeder Zahl, die immer weiter runtergeht, werde ich vergessen, was für eine Zahl als nächstes kommt, weil der kritische Verstand weiß ja genau 99, 98, 97, und so gebe ich mir Suggestionen und sage, okay, und bei der nächsten Zahl, die ich gleich sagen werde, wird die nächste Zahl gar nicht mehr auftauchen und ich werde nicht mehr wissen, was für eine nächste Zahl kommt, und so kann es schon passieren, dass ich schon bei 95 einfach da bin und nicht mehr weiß, was für eine Zahl als nächstes kommt, und mit dieser Methodik deaktiviere ich persönlich meinen kritischen Verstand, und das klappt in der Regel sehr, sehr gut. Ja, wenn man einen kritischen Verstand deaktiviert hat, das Körper entspannt, kritischer Verstand entspannt, das war so die zweite Phase, dann kommt man in den sonnambularen Bewusstseinszustand. Das ist der Zustand, wo Körper schläft und kritischer Verstand schläft, und in diesem Zustand kann man eigentlich schon außerkörperliche Erfahrungen indizieren, aber ich gehe dann meistens in den Still State, was natürlich noch viel, viel effektiver ist. Dr. Estelle, der diesen Zustand entwickelt hat, ist damals ein Arzt gewesen, ein Mediziner, der hat Herzamputationen und so Sachen gemacht, und er hatte Patienten, und diese Patienten haben eine Unverträglichkeit gegen das Narkosemittel gehabt, und da sein Vater Showhypnotiseur war, hat er diesen Zustand von ihm gelernt und entwickelt und so weiter, dass man sozusagen sich selbst in der Hypnose in einen Zustand bringt, wo man die Hand abschneiden kann oder Amputationen durchführen kann, also bei vollem Wachbewusstsein. Und wenn man im sonnambularen Bewusstseinszustand ist, gibt es Methoden, wie man sich dann in diesen Still State hineinbringen kann. Diejenigen, die mein Gate-Programm kennen, wissen wovon ich rede. Sozusagen zuerst den Körper runterfahren mit Gate 4 und mit Gate 5 dann in den Still State hineinkommen. Jetzt mal hier kurz eine Frage an dich. Falls du Gate 5 mal gehört hast und Erfahrungen damit gemacht hast, bitte schreib es mir hier unten rein, was du da erlebt hast, weil da kriege ich von allen Frequenzen im ganzen Shop die meisten Feedbacks und die meisten Nachrichten von Erfahrungen, die geschehen sind, und darum würde es mich hier sehr interessieren, was du da erlebt hast bei Gate 5 oder Gate 4. Auf jeden Fall kam ich dann in der Still State, ist relativ einfache Technik, wenn man das gut geankert hat.
Ich stelle mir so eine Rolltreppe vor mit 3 Etagen und wenn ich dann bei der dritten, also zwischen jeder Rolltreppe habe ich eine rote Tür, durch die ich gehe. Dabei sage ich das Codewort Deep und dann merke ich, wie ich immer tiefer komme und wie der Stale-State-Zustand anfängt zu indizieren. Und in der Regel dauert das dann gar nicht lange, vielleicht 1-2 Minuten. Dann bin ich richtig tief im Stale-State und dann kann man in den Stale-State heraus, aus dem Stale-State heraus tatsächlich sehr, sehr lange meditieren, weil du spürst ja deinen Körper nicht mehr, du bist disconnected vom kritischen Verstand und dann kannst du stundenlang meditieren und so weiter. Das Wichtigste ist, wenn man jetzt wirklich so 10 Stunden am Stück meditiert, dass man nicht anfängt, über irgendwas nachzudenken, weil Gedanken erzeugen Emotionen, Emotionen erzeugen den kritischen Verstand und ein Nachdenken über die Sachen, die ganzen Sachen und das erzeugt einen Zustand und dann fährt dieses System dann wieder sozusagen den Verstand hoch. Ja? Das heißt, es ist für Anfänger sehr, sehr schwer, in diese Tiefe hineinzukommen oder so lange zu meditieren und sich in diesen Theta-Wellen zu halten. Und deswegen, wenn du das nachmachen möchtest, dann bin ich gespannt, wie lange du das machen kannst. Ja, ja, ich habe dann meditiert im Stale State. Am Anfang kamen Blitzlichter, manchmal so wie so Licht, das einfach komplett aufblitzt. Die haben natürlich das Ganze mit Oropax und Schlafmaske gemacht. Trotzdem fangen Blitzlichter an, das ist das körpereigene DMT, was dann ausgeschüttet wird. Dann kommen, wenn man so in untere oder mittlere, obere Theta-Wellen kommt, vielleicht sogar bei unteren Alpha-Wellen, kommen schon leichte Traumbilder und so weiter. Aber mein Ziel war es jetzt nicht, irgendwelche Erfahrungen zu indizieren, sondern einfach mal zu meditieren. Das heißt, ich habe diese Traumbilder als Illusion abgetan und habe sie weggeschoben, ja, um einfach nur zu sein. Was dann interessant war, dass die dann aufgehört haben, die sind dann weitergekommen, wie so Wolken am Himmel. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so Illusion brauche ich nicht und so weiter. Und dann kam ich in einen sehr, sehr tiefen Zustand, in einen sehr tiefen Bewusstseinszustand, in dem ich ziemlich lange war. Und dann hat es irgendwann angefangen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange das war. Es waren sicher 6-7 Stunden, wo ich dann das Gefühl hatte, ich würde jetzt aufhören zu meditieren. Ja? Ich wusste aber, dass das jetzt normal ist, dass es kommt, weil dieser Zustand, also dieses Bewusstsein der Matrix will dich in die Matrix bringen, es will dich in die Welt bringen, es will dich aktiv machen und so weiter. Aber ich habe dann einfach nochmal die Methode gemacht mit dem kritischen Verstand, dass ich ihn runterfahre und dass ich das ignoriere. Und vielleicht kennst du die Meditation, die Infinity-Meditation, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Diese Methode hat dann tatsächlich gewirkt und ich konnte dann nur noch in den Beobachter-Modus kommen, also in diesen erweiterten Zustand der Transzendenz, wo ich einfach alles war, das Sein, und da haben die ganzen Gedanken keine Rolle gespielt, die ganzen Systeme und so weiter, das hat überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt. Das ist wie so ein Haus. Das Ziel ist nicht, in den Beobachter zu gehen und dann der Beobachter vom Beobachter zu werden, sondern das Bewusstsein zu werden, welches einfach nicht mehr in diesem Haus ist, sondern sich mit allem zu identifizieren, mit dem, der meditiert, mit den Emotionen, mit den Zuständen, mit den Gedanken, mit allem um das Haus herum und so weiter. Und plötzlich kommst du in diese erweiterte Wahrnehmung. Und so war es bei mir, wo ich einfach alles wurde. Und in diesem Zustand war es relativ einfach, den Zustand zu halten und einfach zu sein. Ja? Und das habe ich ziemlich lang gemacht. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was da alles passiert ist. Es waren auf jeden Fall sehr viele Visionen, sehr viele Bilder, viele luzide Zustände. Ich war es war sehr mystisch sogar, vor allem als es dann dunkel wurde und als dann Nacht wurde in der Nacht und ich gemerkt habe, wie das Melatonin kommt.
dann wurde es sehr, sehr interessant. Dann wurde es sehr interessant, weil dann fingen wirklich luzide Zustände an ähm, und ungefähr so bei Stunde 20 habe ich dann abgebrochen, weil ich einfach eingeschlafen bin. Ich wurde einfach so müde, das Melatonin ist dann einfach durchgekommen und ich konnte meinen Bewusstseinszustand nicht mehr halten, der Wachheit. Und das hat mich dann ziemlich frustriert, muss ich sagen, weil ich wollte dieses Experiment durchziehen. Aber ich habe dann Folgendes gemacht, und zwar habe ich herausgefunden, weil ich das so lange gemacht habe, was ich tun kann, um das zu umgehen, um noch tiefer zu kommen. Und im nächsten Video werde ich dir einen anderen Erfahrungsbericht geben, wo ich etwas sehr, 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 sehr Schräges erlebt habe mit der neuen Methode, die ich da entwickelt habe. Das hat für mich auf jeden Fall alles verändert. Und hat einfach das, was ich dort in diesen 20 Stunden Meditation erlebt habe. Natürlich war es super und so, aber ja, diese Formel, wo man sagt, okay, du musst viel und lange meditieren, habe ich dann eine Methode entwickelt, weil ich dort einfach viel gesehen habe, was passiert, und wenn du so abschreibst und wenn du das Bewusstsein verlierst, was passiert. Also meine Erkenntnis ist, dass es nicht darum geht, viel und lang zu meditieren, sondern zu lernen, schnell tiefer zu kommen. Und das führt dich in einen ganz anderen Bewusstseinszustand in einer viel kürzeren Zeit. Du musst doch gar nicht dann so lange meditieren, um wirklich Erfahrungen in der Meditation zu machen. Wie du weißt, mein größtes Ziel in der Meditation allgemein ist es, etwas zu erleben. Also ich habe echt keinen Bock, da zu sitzen und danach zu sagen, okay, mir geht es besser, ich habe mehr Energie, sondern ich will da, dass was passiert. Am besten halt das körpereigene DMT, dass es kommt. Luzide Zustände, Astralreisen, Seelenreisen, erweiterte Bewusstseinszustände, Jenseitserfahrungen, irgendwas Schräges. Das ist so meine Minimalanforderung an Meditation, und ich glaube, dass es normal ist, wenn man lernt, krass zu meditieren, dass immer was passiert. Ja? Und deswegen schau dir beim nächsten, also das müsste der Sonntag dann sein, schau dir dann unbedingt dieses Video an, weil dort erzähle ich dir dann eine andere Technik, einen anderen Erfahrungsbericht, der sich auf Basis dieser Basiserfahrung gebildet hat mit einer Methode, die ich dort mitentwickelt habe, wo einfach dann nochmal ganz, ganz was anderes passiert ist. Es war sehr, sehr schräg. Ja. Die Essenz aus dieser Erfahrung war, dass ich irgendwo war, wo Drachen waren, und dieser Drache hat mit mir geredet. Ich vermute mal, das war ein Geistführer von mir. Und der ist dann vor mir gelandet. Das war ein riesengroßer Kopf. Und der ist dann, ich weiß noch, da war so eine Klippe, hinter mir war so ein Schloss. Und der ist dann hochgeflogen, ist dann runter unter das Wasser, und ich weiß noch, es war so Mondlicht. Er ist dann unten durchgeflogen, ist dann wieder vor mir gelandet, und ich habe mit ihm dann irgendwas geredet. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es war. Also es war sehr, sehr mystisch, und auch die ganzen Tage danach, wo ich dann geschlafen habe, waren sehr, sehr mystisch. Es war eher so viel koboldartig und ja, sehr, sehr mystisch, was man von Träumen eigentlich nicht so kennt. Ja. Das war so, ja, eines der Kernerfahrungen. Ja. Und ja, für mich war es persönlich nicht das, was ich mir erhofft habe. Ja, und deswegen habe ich dann eine andere Methode gemacht, die ich dann sozusagen im nächsten Video dir vorstelle. Lass dich auf jeden Fall überraschen. Ja. Vielen Dank an alle übrigens, die kommentieren, die liken, die das Video an ihre Freunde teilen. Das hilft sehr, diesen Kanal wieder aufzubauen. Wie du ja weißt, ich hatte ja auf beiden Händen einen Gips 5 Monate lang, und der Algorithmus hat meinen Kanal nicht mehr so forciert, und deswegen hatte ich da große Probleme mit dem Algorithmus. Und wenn du das Video likest und kommentierst, dann wirst du mir auf jeden Fall helfen, den Algorithmus wieder aufzubauen, damit wir den Kanal wieder so wie früher hinbekommen. Ja.
In dem Sinne freue dich auf Sonntag, wo wir dann noch ein bisschen tiefer tauchen werden in diesen Erfahrungen und wo ich dir einen neuen Bericht erzähle, der dich auf jeden Fall vom Hocker hauen wird.